Ich melde mich wieder zurück aus der Crossmo Werkstattabteilung oder wie ihn alle inzwischen nennen, Schrottmo. Und Crossmo bleibt nicht mehr lange Schrottmo, denn in den 2 Wochen jetzt habe ich meine Bestellung von AGP erhalten. Ich zeige euch die mal hier. Übrigens, hier hat sich nicht viel verändert. Da hinten, da ist immer noch der Motor zu sehen, genauso zerlegt mit allen kleinen Teilen, wie ich es vor 2 Wochen zuletzt abgestellt habe. Und hier unten auf dem Boden habe ich jetzt schon meine neuen Teile hingelegt. Und zwar habe ich hier zum Beispiel ein bisschen Motoröl und ein Filter dazu bekommen, genauso wie hier auch das Ölsieb, was ja bei mir in 3 Teile gebrochen war. Das habe ich jetzt neu. Hier ist natürlich der wichtigste Part einmal der Zylinder und einmal der Kolben. Dazu gab es dann noch etliche Dichtungen. Alle Dichtungen, die ich jetzt eigentlich Stück für Stück wieder neu machen muss. Hier ist die Zylinderkopfdichtung, genau, das ist die Zylinderfußdichtung. Diese 3 Dichtungen gehören auf die Kupplungs- und Lichtmaschinenseite. Und dann habe ich hier noch Dichtungen für die Wasserpumpe. Ach, und dann gab es ja noch einen abgebrannten Lichtmaschinenstecker. Da habe ich hier auf jeden Fall ein komplettes Set einmal bekommen, mit dem ich diesen Stecker neu krimpen kann. Und dann brennt mir auch wenigstens, nachdem ich mein Motorrad repariert habe, nicht die Maschine ab. Ich weiß noch nicht recht, wie ich jetzt eigentlich anfange. Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ich muss den Motor säubern. Ich muss die gesamte Metallspäne dort irgendwie rauskriegen und ich gucke mal, was ich da irgendwie machen kann. Ich habe im Moment nur Bremsenreiniger. Ist jetzt vielleicht nicht so das Optimalste. Mir bleibt halt gerade nichts anderes. Und dann werde ich mal damit einige Bereiche vielleicht aussprühen, nicht direkt auf die Lager oder irgendwie so. Der restliche Dreck kommt ja auch definitiv beim nächsten Ölwechsel dann mit raus. Ich muss ja auch den Motor nochmal neu einfahren. Also der nächste Ölwechsel wäre dann genau nach 1000 Kilometern. Also Schritt 1, Motor von Metallspäne befreien, so dass alles schön sauber ist. Und dann kann ich mich ransetzen und die neuen Teile und Dichtungen verbauen. So, ich denke, ich bin fertig. Also, ich bin fertig mit dem Reinigen. Ich habe Tatsache mit dem Bremsenreiniger fast alles an Späne rausbekommen. Es kam auch noch super viel Späne raus, gerade so gröbere Stückchen. Aber dadurch, dass hier so viele Ölein- und Austrittsöffnungen sind, konnte ich diese auf jeden Fall freispülen. Und es kam gleich alles dann auch hier unten raus an der Ölablassschraube. Und dementsprechend konnte ich jetzt hier, denke ich, die meiste Späne entfernen und der Rest der Späne wird dann halt mit der Zeit rauskommen, spätestens nach dem nächsten Ölwechsel. Ich kann erstmal anfangen, den Motor weiter zusammenzubauen. Ich beginne dann mit dem Kolben und dann geht es weiter mit dem Zylinder und dann den Ventilkopf. Doch zuallererst brauche ich erstmal wieder die Einbauanleitung mit allen Drehmomentangaben. Schritt Nummer 1. Laut Anleitung die Zylinderfußdichtung. Die setze ich mal hier ein. Die wird hier auf solche kleinen Abstandshalter aufgeschoben. Dann kommt jetzt der Kolben. Und beim Kolben gibt es hier in der Mitte diesen Pin. Den muss ich erstmal so ein Stückchen rausfahren. Dann gibt es hier noch ein Pfeil drauf. Und der muss in die Richtung zeigen. So, jetzt fummel ich das hier mal durch. So. Und jetzt kommt noch der kleine Sicherungsring hier auf der anderen Seite rein. So, bevor mir jetzt der Ring hier irgendwie in den Motor reinfliegt, habe ich jetzt alles doch nochmal mit Papier ausgekleidet. Ich will den Ring auch einfach per Hand da irgendwie nicht rein. Also ich hoffe, ich schieße den jetzt hier nicht gleich durch den gesamten Raum. Jetzt keine Ahnung, wo er ist. Ja, hier. Ein Glück habe ich hier Papier drin. Irgendwie muss das anders funktionieren. Ha, ich hab's. Geil. Der Zylinder hier, der muss erstmal von innen mit ein bisschen Motoröl eingeölt werden und dann schiebe ich den hier auf den Kolben auf.
Aufsetzen muss ich jetzt halt nur schauen, dass ich hier die Kolbendichtungsringe richtig zusammendrücke, damit ich den überhaupt reinkriege. Kolben und Zylinder sitzen. Die sind beide jetzt montiert. Der Pfeil zeigt nach vorn. Jetzt noch irgendwie die Steuerkette hier rauskriegen. Gucken, ob sich alles noch dreht und bewegt. Ja. Steuerkette wieder sichern. Jetzt kommt die Scheibe hier wieder rauf. Geschafft. Ich habe noch eine zweite. Auch geschafft. So, ich habe mir jetzt gerade einen Adapter besorgt, damit ich überhaupt den Drehmomentschlüssel in Verbindung mit diesem Adapter hier zusammen benutzen kann. Jetzt kann ich hier das auch mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Okay, jetzt habe ich die 38 Newtonmeter und jetzt noch 90 Grad weiter. Steht da. Ja, das machen sie manchmal bei solchen Schrauben. So, schön halten. Das war eine Schraube. Bereit? Mhm. Mit aller Gewalt. 3, 2, 1. Ja. Also bisher die Steuerzeiten passen, also zumindest hier an dem einen Kettenrad kann ich es absehen. Da sehe ich hier einmal die Markierung, die auf der Ritze drauf ist, stimmt mit der Markierung, die auf dem Block hier oben drauf ist, überein. Jetzt geht es weiter mit den Nockenwellen, und zwar mit dieser, die kann ich jetzt hier einsetzen, aber vorher öle ich das Ganze nochmal mit ein bisschen Motoröl. Und jetzt muss ich hier auf eine Markierung achten. Da ist ein kleiner Punkt hier. Der muss jetzt auf Höhe des Gehäuses sein. Das gleiche jetzt noch mit der anderen Nockenwelle. Die beiden Nockenwellen sind eingebaut, die Steuerzeiten stimmen, alle Markierungen stimmen überein. Ich habe den Kolben jetzt in die sogenannte TDC-Position gefahren, das heißt, der ist maximal nach oben hin ausgefahren.
Und jetzt kann ich hier das Ventilspiel prüfen. Und auf der Einlassnockenwelle soll das Ventilspiel zwischen 0,1 und 0,15 mm betragen und auf der Auslassnockenwelle zwischen 0,15 und zwischen 0,2 mm. Nehme jetzt hier meine Fühlerlehre, das sind nur so dünne Bleche, auf denen immer so Millimeterangaben draufstehen, wie dick dieses Blech ist, und führe dieses hier zwischen dem Arm und dem Shim ein. Das ist aber komisch. Hier 0,1 bis 0,15 mm und ich habe jetzt hier gerade ein Blech 0,2 mm. Das passt schon mal viel zu leicht dazwischen. 0,33 passt, also geht schon ein bisschen schwerer rein. 0,35 passt nicht mehr. Okay, also hier beträgt das Ventilspiel jetzt 0,34 mm. Jetzt gucke ich mir mal die Seite an. 0,3 passt nicht. Das ist schon mal gut. 0,25 passt auch zwischen. 0,28 passt nicht mehr. Also es muss irgendwo zwischen 0,25 und 0,28 sitzen. Ja, dementsprechend ist das Ventilspiel hier locker 0,1 mm zu groß. Okay, also das Ventilspiel hier 0,2 mm und auf der Seite 0,14 mm. Die beiden, die stimmen also, naja, nahezu, aber ich werde die trotzdem dann einstellen. Wenn ich nämlich jetzt schon für die Seite definitiv Shims kaufen muss, dann kaufe ich die auch für diese Seite, sodass das Ventilspiel exakt passt. Und wie ich jetzt die Shims raushole, das zeige ich gleich. Hier zwischen liegen nämlich solche Sicherungsplättchen oder Sicherungshalter. Greife ich mir mit der Zange und ziehe die einmal ab. Und dann gibt es hier die sogenannten Rocker Arms. Ich weiß nicht, was die auf Deutsch heißen oder so. Das sind diese Arme, die auf die Shims aufdrücken. Und die kann ich jetzt hier beiseite nehmen. Zumindest einen. Und jetzt kann ich mit meiner Zange den Shim dort rausfummeln. Tada! Mit dem Wert 2,225 mm. Jetzt hole ich mir noch alle anderen raus. Dann kann ich mir die neuen Shims ausrechnen und dementsprechend bestellen. Ich habe jetzt den Motor schon mal von meinem Tisch wieder runtergeholt und soeben kam gerade die Post vorbei und hat mir meine neuen Shims geliefert. Ich werde also die neuen Shims jetzt gleich mal einsetzen, alles wieder zurechtrichten und das Ventilspiel erneut prüfen und dann sollte es rein theoretisch alles wieder passen und ich kann den Ventildeckel aufschrauben und dann ist der Motor soweit vorbereitet und schick, dass ich diesen wieder ins Motorrad einbauen kann. Hier sind jetzt die neuen Shims zu sehen. Man kennt auch die Beschriftung sehr gut. Das Ventilspiel passt und jetzt kann ich endlich den Ventildeckel hier rauf machen. Den habe ich auch schon sauber gemacht. Der Anschluss sitzt, die Dichtung ist schön sauber. Nachdem ich den Deckel dann drauf habe, setze ich noch die Zündkerze ein und dann ist der Motor bereit, um ins Motorrad eingebaut zu werden. Ja, also auf der einen Seite ist das Chaos beendet.
Und auf der anderen Seite geht es erst richtig los. Auch wenn es nicht so aussieht, aber ich habe schon ein bisschen aufgeräumt. Das Schlimme ist halt nur, ich kann mich nicht so super gut erinnern, welche Schraube wohin kommt. Das hier zum Beispiel sind Rahmenschrauben und es gibt hier etliche Rahmenschrauben, die hier irgendwo hingehören. Ich würde sagen, ich lege einfach mal los und schaue, wie weit ich heute noch komme. Ich habe jetzt alle Rahmenschrauben einmal drin gehabt, dann musste ich sie alle wieder lösen. Ja, das große Problem ist dass ich eine einzige Rahmenschraube nicht eingesetzt bekomme. Und da fehlt genau so ein Millimeter. Und da habe ich jetzt versucht mit einem Spanngurt das hier einmal festzuziehen, aber das war nicht mehr der beste Spanngurt, der hatte nachgegeben. Also versuche ich es jetzt nochmal mit einem neueren Spanngurt. Also ja, irgendwie diese eine letzte Schraube noch reinbekomme. Ja, ich glaube, ich habe Schraube geht rein. So, der Motor sitzt jetzt in der richtigen Position. Hier unten habe ich auch schon den ersten Bolzen angezogen. Aber das größere Problem ist jetzt hier diese Kombination aus Rahmen, Schwinge und Motor. Wenn man hier so ein bisschen sieht, das ist die Schwinge und die muss halt noch hier zwischen Rahmen und Motor irgendwie dazwischen passen. Ich habe jetzt Crossmo erstmal richtig weit nach oben geschraubt, dadurch hat sich die Schwinge nach hinten bewegt. Jetzt schraube ich den also wieder runter und hoffe, dass ich irgendwie die Schwinge hier in die richtige Position bekomme. Ja, und dann ist das Schlimmste erstmal geschafft. Und dann gibt es hier vorne nur noch ein paar Halter und die sind dann wiederum leicht anzubringen. Jetzt kommt endlich der Moment, wir verpassen diese Bolzen den Rest. Das ist noch ein ganz schönes Stück. Ja, und ich hau immer nur gegen die Fußraste. Ja. Gott, ey, ich hoffe, eure Nachbarn haben nichts dagegen. Ja, draußen ist schon inzwischen dunkel geworden. Ich habe hier so einen kleinen LED-Scheinwerfer hingestellt. Aber ich habe gute Nachrichten. Der Motor ist eingebaut. Es war jetzt der schwierigste Akt des Tages, diesen Motor hier reinzufummeln und diesen wiederum mit dem Rahmen und mit der Schwinge und all dem anderen Kram hier wieder zu befestigen. Ich musste dafür diese Seite hier, das ist ein Rahmenteil, das musste ich komplett lösen. Also da sind mehrere Schrauben, die ich einmal komplett lösen musste, damit ich diesen Motor da überhaupt reingefummelt kriege. Hier geht es um Millimeterarbeit, aber dieser Motor, der wiegt halt mindestens 40 Kilo. Und das ist schon echt ein bisschen tricky hier, so eng mit den Fingern zu arbeiten, ohne sich die Finger hier einzuquetschen. Auf jeden Fall als nächstes kann ich jetzt das Ritze hier aufsetzen, diese lieblos hängende Kette hier wieder raufsetzen, ein bisschen noch Kühlerschläuche und eigentlich die gesamte Elektronik. Auch die Batterie ist auch noch abgeklemmt. Die Drosselklappe, die hängt hier auch noch irgendwie so, die hängt sogar fest. Keine Ahnung. Es wird noch ein verdammt langer Abend heute für mich, aber ich freue mich auf morgen, denn spätestens morgen kann ich dann den ersten Testlauf machen.
Die AGP ist fertig, das heißt Schrottmo ist nicht mehr Outmo, sondern Cosmo, hoffe ich. Jetzt kommt endlich der erste Testlauf. Alles nachgefüllt, alle Schrauben sind soweit fest, zumindest vom Nötigsten. Kühlflüssigkeit ist drin, Öl ist drin, nichts läuft aus bis jetzt. Ich mache jetzt ein paar Mal Zündung an, damit die Benzinpumpe schön vorpumpt. Na denn, die wird einen Moment brauchen, denke ich. Die Batterie klingt ein bisschen schwach, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die Batterie ist zu schwach. Braucht mehr Power. Ich weiß nicht, ob es ausreicht, aber ausprobieren wir. Wir lassen uns mal einen Moment dran, vielleicht wird die Batterie dann geladen. Versuch Nummer 3. Keine Ahnung, ob so der Erstlauf in jeder Motorradwerkstatt ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall jetzt läuft's. Irgendwie ganz komisch, ich muss das Gas aufdrehen, damit sie überhaupt kommt. Scheint jetzt ein bisschen. Also richtig will sie noch nicht angehen. Da streckt sie noch ganz schön rum. Jetzt machen wir mal eine kleine Probefahrt und fahren mal hier 50, 60 Kilometer. Und ich bin gespannt, wie das Motorrad läuft. Denn irgendwie gibt es ja auch gar kein Problem mehr mit dem Standgas. Keine Ahnung, irgendwie liegt sie ja jetzt einfach. Wir fahren tanken, wie man sieht. Kam auf unser Racklist hier so ein 20 Liter Kanister drauf geschnallt. Daumen drücken, dass jetzt alles klappt. Das ist halt krass, der hat sich so verändert vom Sound her. Die läuft wirklich gut. Bisschen unruhig ist sie bei niedriger Drehzahl, so kurz vor Standgas oder sowas. Immer beim Abbiegen oder so. Wenn du da Gas gibst, ist sie halt super ruppig. So sonst, sie klingt echt gut. So, 5,5 Liter, das passt. Dann macht mal der Kanister voll. Zu geil. Der Motor läuft. Ich habe es geschafft. Es ist alles soweit zusammengebaut. Es gibt keine fehlenden Schrauben. Es gibt keine schwerwiegenden Probleme, auch wenn es am Anfang ganz schön Startschwierigkeiten gab. Ich muss jetzt nur noch die Kühlflüssigkeit wechseln. Also ich habe ja nur ein bisschen Wasser reingekippt, um das System einmal durchzuspülen. Und da kommt jetzt die richtige Kühlflüssigkeit rein. Ja, dann kommen noch die Verkleidungsteile ran. Eine Sache, da muss ich aber noch ein bisschen nachsuchen, ist einmal natürlich das Problem, dass der Motor so schwer startet. Und noch das andere Problem, ich habe gemerkt, wenn ich nahezu mehr als Halbgas gebe, dass dann irgendwie so ein kleines Loch da ist, oder so ein bisschen Leistungsverlust. Also irgendwie eine Kleinigkeit gibt es immer noch. Aber der Motor an sich grundsätzlich läuft erstmal und das ist das Wichtigste von allem. Ich tausche vielleicht einfach mal die Drosselklappe mit der Einspritzdüse oder schaue mir das an, wie auch immer. Das ist erstmal das Problem vom Zukunftsnorman. Geschafft? Ich habe es geschafft.
Nun fragen sich alle, warum ist das eigentlich passiert? Was war das Problem gewesen? Nun, ich muss dazu sagen, von Anfang an, nachdem ich das Motorrad gekauft habe, hatte ich eher einen unruhigen Motorlauf. Warum das so war, konnte ich nicht wirklich herausfinden. Aber halten wir es mal kurz und knapp. Das Problem war der Benzinfilter. Der Benzinfilter, also der Original-Benzinfilter, der ist einfach zu klein dimensioniert. Durch seine kleine Größe schafft er es nicht, bei der entsprechenden Durchflussmenge das Benzin ausreichend zu filtern. Es wird Dreck durchgelassen. Nun fragen sich alle, von wo kommt denn dieser Dreck eigentlich her? Warum habe ich so viel Dreck im Tank? Ganz einfach. Oben an dem Tankverschluss, dort sammelt sich mit der Zeit, gerade bei Offroad-Fahrten, etwas Sand ab. Und sobald man diesen Tankverschluss öffnet, rieselt dann der Dreck in den Tank hinein. Und über die Zeit hinweg, je häufiger man diesen Verschluss öffnet, desto mehr Dreck kommt dann hinein. Wenn jetzt dieser Sand nicht vom Benzinfilter abgehalten wird, gelangt dieser zur Injektordüse. Dort sitzt ein weiterer kleiner Mikrofilter, der dann verstopft. Nicht gänzlich, aber so, dass die Durchflussmenge gemindert ist. Das hat zur Folge, dass der Motor zu wenig Sprit eingespritzt bekommt. Das nennt man dann ein sogenanntes mageres Gemisch. Und ein mageres Gemisch hat zur Folge, dass dieses zu heiß verbrennt. Und gerade bei hohen Drehzahlen, wie in meinem Fall auf der Autobahn, kann das dann dazu führen, dass so viel Hitze entsteht, dass Kolben und Zylinder schmelzen. Vermutlich ist mir die Kühlflüssigkeit übergekocht aufgrund der enormen Hitze, die dabei entstanden ist. Das habe ich aber nicht mitbekommen, da das Überdruckventil hier unten am Ausgleichsbehälter sitzt. Und normalerweise erkennt das Steuergerät ein zu mageres Gemisch mit Hilfe der Lambda-Sonde und lässt dann die gelbe Motorlampe aufleuchten. Das war aber bei mir nicht der Fall. Wie habe ich das nun rausgefunden? Nach dem Zusammenbau lief sie gut. Erst nach einer Offroad-Fahrt durch den Wald, als ich das Motorrad auf die Seite gelegt habe, lief sie irgendwie nicht mehr so gut. Plötzlich waren die Zündaussetzer und auch der unruhige Motorlauf zurück. Ich habe als erstes die Zündung kontrolliert, aber nichts gefunden. Also konnte es ja nur noch die Einspritzdüse sein, oder? Die Verkabelung sah ganz gut aus, also habe ich sie einfach gereinigt und weg war das Problem. Erst 1000 Kilometer später ist das Problem erneut aufgetreten und ich wusste, es muss an der Injektordüse liegen. Ich habe also kurzerhand den Mikrofilter ausgebaut und konnte Tatsache etwas Dreck erkennen. Nachdem ich den Filter wieder gereinigt habe, lief der Motor problemlos. Alle Fehler waren beseitigt. Ich wusste also, es liegt an dem verdreckten Benzin. Ich habe mir dann ein Filterset von Googlertech bestellt, bestehend aus einem Vorfilter für die Benzinpumpe und einem großen Hauptfilter. Seitdem an hatte ich nie wieder Probleme. Kommen wir zu der nächsten Frage. Hattest du weitere Probleme nach dem Zusammenbau? Naja, das Startverhalten, das war irgendwie komisch. Selbst bei 20 Grad Außentemperatur wollte das Motorrad nur anspringen mit etwas Zwischengas. Das lag aber daran, dass der Vorbesitzer die Stellschraube an der Drosselklappe verstellt hat. Und nicht nur das, er hat auch die Lambda-Sonde gegen ein falsches Modell ausgetauscht. Glücklicherweise hatte ich noch die alte Lambda-Sonde zu Hause zu liegen und auch noch eine zweite Drosselklappe, die noch nicht verstellt wurde. Und des Weiteren muss das Ventilspiel alle 5000 Kilometer geprüft werden. Die AGP reagiert da sehr, sehr empfindlich darauf, wenn das Ventilspiel nicht stimmt. Zum Beispiel mit einem schlechten Startverhalten. In meinem Fall musste ich nach 5000 Kilometern das Ventilspiel recht stark anpassen. Es war ziemlich stark verstellt. Und nach all diesen Veränderungen muss auch das Steuergerät noch zurückgesetzt werden, damit dieses die neuen Werte anlernen kann. Dabei reicht es aus, wenn ihr einfach mal die Batterie für eine halbe Stunde abklemmt. Kommen wir zu der Frage, was hat es nun alles gekostet? In etwa 700 €, wenn man dann noch die immense Menge an Bremsenreiniger und die Kühlflüssigkeit mit dazu zählt. Dabei bekam ich kulanterweise 10% Rabatt auf alle Ersatzteile und 20% auf das Motoröl. Jetzt muss ich aber noch dazu sagen, AGP selbst gewährte mir keinen Rabatt. Der Rabatt kam vom Händler. Dazu kamen dann noch 100 € für das Filterset von Googlertech. Also insgesamt handelt es sich bei der Reparatur um 800 €. 800 € dafür, dass schon vom Werk aus der falsche Benzinfilter verbaut wurde. In einer Werkstatt hätte ich sicherlich mehr als 2.000 oder 3.000 € für die Reparatur bezahlt. Und falls ihr euch jetzt fragt, was ich generell über die AGP denke, dann schaut euch unbedingt das nächste Video an. Mein großes Fazit zur AJP PR7.